what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen in Thailand, in Phuket. Das Thema des heutigen Videos ist: Vermeide diese Airline, wenn du dein Fahrrad mit nach Thailand bringen willst. Aber welche Airline das sein wird, verrate ich später in diesem Video. Zuerst geht's mal ein bisschen auf Tour. Ja, und kaum auf Tour habe ich schon 2 Unfälle jetzt gesehen. Zweimal mit dem Motorroller hier bergab vom Patong Hill, am Patong Beach. Da geht es dann, wenn man rausfährt, so einen eklig steilen Berg hoch, den ich mich jetzt gerade hochgequält habe. Und ebenso steil ist die Abfahrt und schon in der ersten Kurve lag ein Motorroller, aber ich glaube, das war ein Thailänder. Und der zweite Motorrollerunfall war mit einem Farang, also Ausländer, Farang, ja, so nennen die Thailänder die ganzen westlichen Ausländer wie die Europäer und Amerikaner, Australier, Neuseeländer etc. Und ja, das Problem ist halt, unser Führerschein ist eh nicht anerkannt und der internationale Führerschein ist auch nicht anerkannt. Du kannst zwar hier Roller fahren und hast in der Regel auch nichts zu befürchten, aber lass mal einen Unfall passieren, dann geht halt das Geschiss los. Also meistens zahlst du halt einen gewissen Betrag und dann ist die Sache erledigt und du bleibst aber auf den Schaden hocken. Da wird nicht groß geklärt, wer schuld ist, sondern zahl und dann hat sie die Sache erledigt. Und ja, mit dem internationalen Führerschein ist halt so eine Sache. Wird zwar geduldet, aber wie gesagt, ist nicht anerkannt und oftmals wirst du halt auch einfach nur rausgezogen, weil du keinen Helm auf hast. Das ist dann manchmal weitaus schlimmer. Oder da suchen sie halt vielleicht einen Grund, hier ein bisschen Geld abzuknöpfen. Aber naja, so ist es. Da fahre ich lieber Fahrrad, da brauche ich keinen Führerschein und komme einigermaßen sicher durch. Hier sind wir jetzt in so einem abgesperrten Areal, das ist so ein Park um so einen Stausee rum. Normalerweise ist das nur für Räder gedacht, aber hier sehe ich schon wieder ein Auto fahren. Also ein paar Motorroller fahren hier, die dürfen anscheinend rein, aber ansonsten ist es eigentlich eine Bike Lane oder zum Joggen. Das ist recht schön, wir fahren hier bloß ein Stück entlang. Da wollte ich vielleicht mal eine Extra-Tour machen. Der gehört vielleicht zum Park hier, keine Ahnung. Und da oben ist der Stausee. Da fahren wir jetzt dann mal kurz hoch, dass wir den See auch sehen. Und dann geht es weiter Richtung Big Buddha, weil today, oh wait, hier haben wir Rindvieh. Ja, keine Ahnung, was die hier wollen mit einem Auto. Also normalerweise dürfen hier keine Autos fahren, aber naja, ist Thailand halt, Amazing Thailand. Ja, wir fahren heute zum Big Buddha. Das ist so eine große Buddha-Statue auf einem Hügel oben. Muss recht imposant sein. Wollte ich mir heute angucken. Die Tour hat so 70 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Wobei jetzt ja einige Höhenmeter, zumindest gefühlt, nach Patong schon absolviert wurden. Aber im Endeffekt waren es vielleicht bloß 200 oder so. Aber gefühlt waren es irgendwie 600. Das war so sakrisch steil. Aber ich vergesse es immer wieder, wie steil Thailand sein kann oder ist. Und die Übersetzung hier, ich habe eine Dreifach. Stellt euch das mal vor, ich habe ein Rad mit Dreifachschaltung.
Gibt es sowas heute noch? Nee, gibt es nicht mehr, aber das ist mein Pendlerbike und aus Alu. Ich habe diesmal so eine Softtasche zum Reisen mitgenommen und ja, beim Alubike, da passiert halt am allerwenigsten, wobei die Laufräder eigentlich nach außen waren in der Tasche und die den ganzen Druck abbekommen haben, wenn da irgendein Koffer drauf geknallt wurde, aber die haben überlebt, ist nichts passiert. Und diese Dreifachkurbel sollte eigentlich einfach sein, aber die hat, glaube ich, bloß eine 25er Kassette hinten und 30 vorne, 25 hinten. Ist halt immer noch etwas schwierig, weil so steilen Anstiegen, Nummern, also wie hier in Thailand. So, jetzt sind wir gleich mal oben am See, zeige ich euch kurz und dann geht es weiter Richtung Buddha. Ja, anscheinend dürfen hier doch Autos fahren. War irgendwie eine Fehlinformation meinerseits. Ich habe das in einem Video gesehen. Da hat der Videosteller erzählt, Autos dürfen hier nicht, aber es sind ja auch Schilder hier, dass man sich hier die Spur mit Rädern teilen soll. Das da hier zum Beispiel. Also haben die Autos doch Zutritt hier, zumindest zum Parkplatz. Ob sie hier rumfahren dürfen? Ja, anscheinend doch, ja, sonst wäre das Schild nicht hier. Seltsam. Aber gut, es ist wenig los. Man hat seine Ruhe. Das passt. Ja, was aber hier anscheinend ist, dass man mit dem Rad nur gegen den Uhrzeigersinn fahren darf, weil die Beschriftung auf der Straße ist immer nur in die eine Richtung. Und ich glaube, auf der Rückseite dieses Schildes steht, ja, verboten für Radfahrer. Also nur eine Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Dümpel hier heißt. Ich blende es mal unten ein. Weil selbst wenn ich jetzt nachschaue, in 2 Minuten habe ich es wieder vergessen und aussprechen kann ich sowieso nicht. Aber jetzt kommen wir mal auf das Thema Airline zu sprechen. Das ist hier gerade mal ganz günstig. Hier ist kein Verkehr, da kann man ein bisschen radeln und labern. Und zwar, ihr wisst ja, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein Freund davon bin, mein eigenes Rad mitzunehmen. Und das ist auch meistens immer recht kostengünstig geschehen. Wenn man zum Beispiel eine Airline wie Thai Airways nimmt, da hat man 30 Kilogramm frei und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt in einem Gepäckstück oder in 2 Gepäckstücken ist. Solange man unter 30 Kilo ist, kann man sein Fahrrad trotz Sperrgepäckgröße mitnehmen. Gepäckgröße mitnehmen und dann, ja, da kriegt kein Hahn danach, kein thailändischer. Also da habe ich immer meinen Radkoffer dabei gehabt und hatte 29,6 Kilo mit meiner Reisetasche und habe nichts dazu bezahlt. Aber diesmal habe ich kein gutes Angebot gefunden von Thai Airways. Von daher, ja, hatte ich jetzt keine Muße, da mit denen zu fliegen. Qatar Airways ist dasselbe. Oh, Wauzi, hat Hunger. Oh. Und Qatar Airways ist ähnlich, da war es glaube ich 25 Kilo oder auch 30, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, aber die haben dieselbe Regelung. Da zählen nur die Kilogramm und nicht die Anzahl der Gepäckstücke. Dann gibt es aber die anderen Airlines, da geht es pro Gepäckstück. Da sagen die zwar aber vielleicht auch 30 Kilogramm, aber nur ein Gepäckstück. Hast du ein zweites und wenn das nur 5 Kilogramm hat und du mit dem anderen bei 20 bist, spielt es keine Rolle. Du zahlst für das zweite mit den 5 Kilo extra.
Und das wird dann teilweise recht teuer. So geschehen bei Kuwait Airlines. Der Flug war sehr günstig. Ich habe den für 650 € geschossen. Habe mich gefreut. Günstiger Flug und 32 Kilogramm frei. Aber halt nur ein Gepäckstück. Aber ich war mir halt da jetzt nicht so sicher, ob das jetzt funktioniert. Trotzdem, wenn ich ein Rad mitnehme und nicht unter den 32 bleibe oder ob die da jetzt hier einen auf blöd machen und sagen, nee, du musst für das zweite Teil extra zahlen. Aber ich habe das schon mit einkalkuliert. Ich habe halt so mit 100 bis 150 € gerechnet, was halt bei anderen Airlines normalerweise der Fall ist. Zum Beispiel bei KLM. Da zahlst du gerade mal 100 € pro Wegstrecke, das geht. Also das zahlst du hin und zurück nochmal 200, hast dein eigenes Bike dabei. Das zahlst du fürs Ausleihen genauso. Aber der Vorteil ist halt, du hast halt dein Rad unterm Hintern, du kennst es, du bist es gewohnt und hast nicht irgendeine andere Rumpel unterm Hintern, wo du nicht weißt, wer damit gefahren ist, wie die damit gefahren sind, welche Schäden das schon hat, die du vielleicht selber gar nicht weißt. Und ja, damit habe ich halt gerechnet, so maximal 300 €. Dann komme ich da hin in Frankfurt, komme mit meiner Tasche da so an. Da hat er mich schon von Weitem inspiziert, ich habe den schon beobachtet. Ja, so ungefähr, da kommt einer mit Übergepäck. Und dann fragt er mich, ja, ob ich das denn angemeldet habe. Online-Check-In. Da habe ich gesagt, nee, das ging nicht. Also ich habe das ja probiert, Online-Check-In, aber der hat mich nicht reingelassen. Kam immer irgendwie, meine Buchung ist nicht vorhanden oder so. Da habe ich mich schon gefreut. Dachte schon, mein Flug oder meine Buchung existiert gar nicht. Aber ich habe ständig irgendwelche SMS bekommen, die haben mich ständig bombardiert. Hallo? Die haben mich ständig bombardiert mit irgendwelchen Flugänderungen. Also von daher musste es schon existieren. Jedenfalls, ich kam da hin und dann fragt er mich, ob ich den zweiten Koffer vorab gebucht habe. Ich sagte, nein, weil das nur ein normaler Koffer war, der dort zum Dazubuchen war. Und kein Sportgepäck. Für Sportgepäck gab es keine Option. Und ich habe das immer am Flughafen dazu gebucht. Also ich kam da immer hin und dann haben die mir gesagt, ja, so und so viel oder auch nicht. Und von daher habe ich das einfach mitgenommen und dann sagte er, oh ja, Und dann sagte er, ja, kostet 200 €. Normalerweise nochmal 50 € mehr für Übergröße, 250. Ja. Ich so, was ist los? Ja, aber er lässt mir die 50 €, aber ich soll nicht sagen, dass er das war und soll niemandem das sagen. Also, aber die 200 muss er verlangen fürs zweite Gepäckstück. Und es kann sein, wenn ich in Bangkok wieder einchecke und je nach Agent, der da ist, das weiß ich jetzt schon, dass das ein Idiot ist, kann sein, dass ich dann, oder wird es wahrscheinlich sein, dass ich dann 250 zahle. Also dann flockige 450 € für das Rad hin und zurück, wo ich nur 650 für mich alleine für den Flug gezahlt habe. Also das ist dann schon ein Hammer. Das ist dann ja, 2/3 ungefähr des Flugpreises. Nochmal fürs Rad, also so teuer bin ich noch nie geflogen. Und dann war ich ja erst in Bangkok. Jetzt bin ich ja in Phuket. Ich musste ja von Bangkok nach Phuket noch fliegen, 1 Stunde 20. Da dachte ich mir, naja, nach Chiang Mai ist ja ungefähr dieselbe Wegstrecke. Da habe ich das letzte Mal 16 € oder was gezahlt. Ja, weit gefehlt. Diesmal habe ich 33 gezahlt. Also auch nochmal ein Zuschlag, ein heftiger, eigentlich das Doppelte. Wo ich mir dachte, was ist denn hier passiert? Also entweder habe ich irgendwie die falschen Airlines erwischt, sowohl innerhalb Thailands als auch interkontinental, oder die haben wirklich alle so dermaßen die Preise jetzt angezogen für Zusatzleistungen, weil der Flugpreis selber war ja günstig. Also ich muss dann zurück auch nochmal die 33 zahlen, das waren 1260 Baht und ja, die 250 € fürs Rad. Also war das alles in allem irgendwie kein Schnäppchen. Ja, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass als ich in Bangkok ankam, am Flughafen, am Schalter, mir diese 200 oder 250 €, die mir ja in Frankfurt angedroht wurden, erlassen wurden, beziehungsweise erst gar nicht verlangt wurden. Ich kam an dem Schalter an, habe meine Fahrradtasche auf das Band gestellt, das wurde gewogen, habe sie noch angelächelt, die Dame, sie lächelt zurück und sag ihr, ja, da ist ein Fahrrad drin. Sagt sie, oh, ein Fahrrad, aha, schön.
und fing dann an, das alles einzugeben und zu labeln. Ich habe dann bloß darauf gewartet, dass er jetzt sagt, ja, es kostet aber so und so viel. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich möchte es aber bitte drüben beim Sondergepäck abgeben, beim Sperrgepäck. Ich sagte, ja klar, kein Problem, mache ich. Und dann sagt sie, ja, einen zweiten Koffer dann. Und dann habe ich die Tasche wieder runter, tue den zweiten Koffer aufs Band, sie wiegt den, fängt auch wieder an, alles einzugeben, zu labeln. Der Koffer verschwindet hinter ihr und druckt die Bordkarte aus, drückt sie mir in die Hand und wünscht mir einen guten Flug. Da war ich völlig baff. Also ich habe schon sämtliche Kreditkarten virtuell gezückt gehabt, aber nichts war. Also ich musste nichts bezahlen. Sie hat auch nichts erwähnt, dass mir was erlassen wird oder irgendwie in der Hinsicht irgendeinen Kommentar dagelassen. Nichts. Also von daher habe ich mir die 200 oder 250 für den Rückflug gespart. Im Endeffekt waren es dann nur die 200, was okay ist, die ich in Frankfurt bezahlt habe. Und auf dem Flug von Phuket zurück nach Bangkok, der ja vorher stattfand, habe ich auch keine 33 € nochmal bezahlt. Die waren auch nur für den Flug von Bangkok nach Phuket, was mich auch dann gewundert hat. Also habe ich auf beiden Rückflügen die Gebühr fürs Fahrrad gespart und ja, habe dann im Endeffekt nicht so viel bezahlt. Aber ich würde es nicht als Regel ansehen. Ich denke mal, das war Glückssache oder Tagesform der zuständigen Agenten dort. Ich würde es nicht voraussetzen, dass das jetzt dann auch immer so klappt. Also von daher bleibe ich bei der Aussage, ich will nicht nochmal mit Kuwait Airlines fliegen, weil das Risiko möchte ich nicht nochmal eingehen. Aber fürs nächste Mal habe ich schon einen Plan gemacht. Es gibt da so einen richtig geilen Radkoffer, der kostet zwar ein paar Taler, aber das ist so der kleinste Radkoffer, den es gibt. Den Tipp habe ich vom Kieran Barry. Grüße gehen raus. Shoutout zu Kieran Barry. Ich verlinke mal seinen Kanal oben. On Today's Ride. Könnt ihr mal reinschauen. Ist ein Waliser. Der reist auch ständig durch die Gegend. War auch schon zigmal in Chiang Mai. Und er hat diesen Koffer, der heißt Post Carry. Da musst halt das Rad eigentlich total zerlegen. Gabel raus, Sattelstütze raus, Lenker weg, Räder weg, Pedale, Schaltwerk. Aber das macht man wenn man das Rad zerlegt in den Radkoffer, wenn er größer ist, bis auf die Gabel. Von daher ist nicht so viel Mehrarbeit, aber dann ist das Ding ganz klein komprimiert und dann hast du halt einfach einen zweiten Koffer. Ja, die leben hier friedlich miteinander. Keine Revierkämpfe zwischen Hähne, Hühnern und Doggies. Dann hast du halt einfach einen zweiten Koffer und zahlst halt den zweiten Koffer. Gut, bei Kuwait Airways zahlst halt 200 für den zweiten Koffer, aber normalerweise ist die Option ja gegeben bei anderen Airlines und da ist es nicht so teuer. Also wenn es 100, 150 € sind, dann ist es ja okay. Und es ist komprimiert verpackt, es ist einfach zu handeln, du kriegst es in ein Taxi rein, du hast irgendwie so eine riesen Schachtel oder einen riesen Radkoffer, den du dann versuchen musst, irgendwie in ein Auto reinzukriegen, weil oft kommen die da mit so kleinen Autos daher, die, keine Ahnung, so Mini-Toyotas oder so, da hast du schon zu tun, dass du deinen Koffer reinkriegst. Da hast du verloren, wenn du da mit einem Radkoffer kommst. Von daher, wahrscheinlich kommt das Ding her. Mensch, hier ist ganz schön was los. Wahrscheinlich kommt das Ding her und wenn ich dann wieder verreise, dann hoffentlich ohne Probleme und ja, das Ganze geht dann ein bisschen einfacher vonstatten. Ja, also mein Tipp an dieser Stelle: Avoid Kuwait Airlines if you want to bring your bike to Thailand, weil das macht keine Freude. Die nächste Fluggesellschaft wird sein Singapore Airlines. Die hat zumindest einen Namen. Bin mal gespannt, wie es da so ist. Und werde ich dann berichten. Das ist aber dann erst nächstes Jahr. Jetzt sind wir wieder einmal rum um den See. So schnell geht's. Bisschen labern, schon bist du rum. Na, da vorne ist das Gatter wieder, wo ich kurz mal durch bin, wo man dann hier links gucken kann. Was ist jetzt? Titit. Kamera Titit gemacht. Akku schon leer oder was? Hallo? Nimmst du noch auf? Ja, es nimmt noch auf. Und wie viel haben wir noch? Ne, das ist noch dreiviertel voll. Und ja, jetzt fahre ich hier wieder raus, beziehungsweise auf die Originalstrecke. Ich glaube, ich muss dahinter, aber da ging doch gar keine Abzweigung weg. Das ist doch ein Rundkurs. Vielleicht ist es die Straße da unten. Okay, ich fahre mal weiter. Viel zu viel gelabert. Nicht so viel labern, mehr Radfahren. Auf geht's zum großen Buddha.
Da geht es jetzt hoch. Da oben drunter, der Big Buddha, der Weiße. Ziemlich viel Verkehr hier, jeder will hoch. Das ist die Straße, die schlängelt sich jetzt dann hoch. Ich weiß nicht, wie steil es wird, wahrscheinlich wieder super steil, weil wir sind ja in Thailand, da ist immer alles steil. Aber ich denke mal, da ist ein geiler Ausblick da oben und so klein wie er von hier aussieht, so groß wird er dann vor Ort sein. Also, Pai Gen Loi, los geht's! Ja, wie erwartet, sakrisch steil, sakrisch steil. Gerade Anfang, 15% Minimum. Ich habe die Kurve bald nicht mehr rumbekommen. Und das nach überstandenen Infekt. 10 Tage krank gewesen, 2 Wochen nicht gefahren. Dementsprechend hoch war der Puls und schwach die Beine. Gut. Ja, jetzt geht es hier irgendwie so wellig weiter, aber insgesamt geht es noch weiter nach oben. Naja. Aber das Schlimmste ist, glaube ich, jetzt überstanden. No, I don't have money with me, sorry. No money. Only water. Scan ก็ได้นะ Scan. Yes. Ja, sowas sollten wir jetzt eigentlich weniger unterstützen. Die haben jetzt nicht so ein schönes Leben, dürfen die Touristen hin und her karren, sind die ganze Zeit hier angebunden. Dann geht lieber in so ein Rettungscenter für Elefanten, wo solche hier aufgefangen werden, aufgepäppelt werden und ja, frei rumlaufen können. Das ist weitaus sinnvoller, daran Geld zu investieren, als sich hier so einen bescheuerten Sitz zu hocken und dann hier 10 Minuten den Elefant zu missbrauchen, einen von A nach B zu tragen und dann ist er wieder 5 Stunden hier angebunden. Ja, und das war es dann auch schon wieder mal. Ich beende gleich mal hier das Video am Big Buddha. Es fängt schon das Gewittern an. Oje, oje, da wird es ganz dunkel da hinten. Ich denke mal, das wird eine nasse Heimfahrt. Ich schaue, dass ich jetzt den steilen Hügel wieder runterkomme. Dann muss ich noch über die steilen Hubbel bei Patong. Das wird auch noch mal spaßig. Oh, da drüben ist totaler Regen. Sehe ich gerade. Das sieht man jetzt wahrscheinlich eh nicht auf der Kamera, aber da wo die Lampe ist quasi, rechts ist ohne Regen und links ist alles schon in der Regenwolke. Mal schauen, ob das hierher zieht. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Kuwait Airlines nur bedingt empfehlenswert. Auf der anderen Seite, wenn man alles zusammenrechnet, kommt man ungefähr auch auf den Preis, was man bei anderen Airlines zahlt, die aber dann das Fahrrad inklusive mit anbieten für den Preis, wo man also quasi das Rad innerhalb der Freigepäckgrenze mitnehmen kann. Da zahlt man halt dann, keine Ahnung, zwischen 900 und 1000 Euro, was ich jetzt im Endeffekt halt auch gezahlt habe, aber halt mit 2 verschiedenen Preisen, einmal fürs Personenticket und einmal fürs Radticket. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus, aber wir schauen mal bei Singapore Airlines, wo ich das nächste Mal fliege, da war das Ticket auch recht günstig. Mal gucken, was die verlangen fürs Rad. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich nochmal hier aus Thailand. Bis dahin, ciao, ciao.